Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen hier in einem neuen Film der Aquarellwerkstatt. Heute male ich für euch eine leicht neblige Morgenstimmung am See. Meine Aquarellmalreisen führen mich übers ganze Jahr verteilt immer wieder an wunderschöne Orte in Deutschland. Mit einer netten, malbegeisterten Gruppe von 10 bis 12 Teilnehmern malen wir in diesem Jahr zum Beispiel noch in der Rhön, in Berchtesgaden, im Fichtelgebirge oder auch im Kloster Schöntal in der Nähe von Heilbronn. Dieser Tage bin ich unterwegs in Lockum in der Nähe des Steinhuder Meers. Und von dort habe ich dieses morgendliche, frische Aquarellmotiv für euch mitgebracht. Skizze und Foto gibt es für die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail. Und nun geht's los. Die verwendeten Farben für unser heutiges Motiv sind Jaune Brillant von Schminke, Cadmiumfreies Cadmiumrot, Winsor Violet, Celine Blau, Kobaltblau von Winsor Newton, Green Appetite Genuine von Daniel Smith, Perilane Green, auch von Daniel Smith, Alizarin Karmesin von Winsor Newton und Paynes Grau von Winsor Newton. Ich arbeite auf Büttenpapier Graphin 300 Gramm von Arches. Auf der rechten Seite seht ihr die verwendeten Pinsel und hier ist heute auch ein Palettmesser zum Kratzen mit dabei. Dann folgt ein Linierpinsel aus Kunststoff von Da Vinci, der grüne Kunststoffpinsel zum Rauswaschen der Formen, ein Rotmarderhaarpinsel Größe 7 von Winsor Newton und der Eichhörnchenhaarpinsel von Escoda. Außerdem verwende ich die kleine Sprühflasche zum Spritzen der Nebeltropfen. Fast das gesamte Motiv möchte ich heute mit kühlen und frischen Farbtönen malen. Nur der Himmel bekommt jetzt mit Cadmiumrot eine etwas wärmere Tönung. Ich mische mir das Cadmiumrot mit etwas Kobaltblau und nehme viel Wasser in die Farbpfütze. Ich arbeite auf trockenem Papier. Es ist heute wieder das Büttenpapier von Arches, Graphin, die mittlere Körnung 300 Gramm. Ihr seht hier, wie manchmal das Rot und manchmal das Blau in der Mischung variiert. Den letzten Wassertropfen am Horizont nehme ich mit der abgetrockneten Pinselspitze wieder auf. Mit verschiedenen Grüntönen geht es jetzt in der entfernten, im Nebel liegenden Wiese weiter. Hierfür mische ich mir verschiedene Variationen mit Jaune Brillant, Green Appetite Genuine und für die dunklen Akzente Perilane Green. Alle Farben sollen sich wie immer eher auf dem Papier miteinander vermischen, so dass wirklich verschiedene Grüntöne entstehen können. Solange der Himmel noch etwas feucht ist, kommen jetzt die nebligen Baumformen hinein. Mit einer Mischung aus Neutraltinte, Paynes Grau und auch ein wenig Kobaltblau setze ich mit ziemlich trockenem Pinsel strubbelige Strukturen in die noch nasse Himmelsfläche. Dort, wo das Papier noch feucht ist, lösen sich die Formen schön weich auf und an den schon trockenen Stellen bekomme ich eher harte Ränder. Für die vorderen Baumgruppen lade ich den Pinsel mit mehr Pigment und etwas weniger Wasser. Ein paar Details setze ich mit der dunklen Farbe nun auch noch in die Wiesenfläche. Einige Spritzer mit der kleinen Sprühflasche geben nun noch einige Nebeltropfen auf die Szenerie. Für das Wasser ziehe ich zunächst einen Pinselstrich mit klarem Wasser an die Uferkante. Es geht weiter mit schön viel Wasser in den Anschlussstrichen und mit Celine Blau, Kobaltblau und Alizarin Karmesin. Später nehme ich noch das kräftige Winsor Violet hinzu und wärme die Farbe mit Cadmiumrot und Neutraltinte noch etwas an.
Nun setze ich an die nasse Fläche weich das Grün für den Vordergrund. Hier verwende ich wieder Green Apatite Genuine und später Pearland Green. Wichtig ist, dass das Wasser und die vordere Wiese zunächst ganz weich miteinander verschmelzen. In das letzte Stück Wiese hier unten links kommt ein wenig Cadmiumrot hinein und auch einige Spritzer mit dieser Mischung geben eine farbliche Verbindung zum rötlichen Himmel. Mit dem Kunststoffpinsel spritze ich nun noch einige Wassertropfen auf die Wiesenfläche und bekomme auch hier wieder eine schöne Vordergrundstruktur hinein. Unser Bild muss nun einmal komplett durchtrocknen. In der Zwischenzeit möchte ich noch einmal hinweisen auf unseren nächsten YouTube Live-Abend. Er findet am 12. April, das ist ein Dienstag, wieder um 19 Uhr hier auf YouTube statt und ist offen für alle UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt. Diesmal werden wir dieses Motiv, die sommerliche Margeritenwiese, gemeinsam malen. Das Ganze funktioniert so. Ihr bekommt einen Link von mir zugeschickt, den ihr dann kurz vor 19 Uhr anklicken könnt. Und ich werde dann an diesem Abend das Motiv malen und ihr könnt im Chat dazu eure Fragen stellen. Ich freue mich immer sehr, wenn viele mitmachen und die Ergebnisse dann in den sozialen Medien auch gepostet werden. Dies ist ein Zusatzangebot für die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt. Mit einem kleinen Beitrag ab 2 Euro monatlich könnt ihr unseren YouTube-Kanal finanziell unterstützen und als Dankeschön für diese Unterstützung haben wir die YouTube Live-Abende ins Leben gerufen. Unter dem Video findet ihr einen Link zu Steady, deine Unterstützung, so heißt die Seite, und dort findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Ich freue mich auf den 12. April und nun geht's mit unserem Motiv weiter. Zunächst überarbeite ich mit Jaune Brillant und Grün die Wiese im Hintergrund. Ich arbeite hier mit sehr feinen, kleinen Formen, nur mit der Pinselspitze, um so die Entfernung deutlich zu machen. Einige dunkle Akzente mit Pearland Green kommen noch mit hinein. Vor allen Dingen die Uferkante male ich so etwas dunkler. Nun wird die Grünmischung etwas kräftiger. Im mittleren Bereich schiebt sich hier diese kleine Inselform in die Wasserfläche und ich male sie mit verschiedenen Mischungen der verwendeten Grüntöne. Im Uferbereich kommt wieder nass in nass das dunkle Grün, Pearland Green, hinzu. Mit dem Palettmesser kratze ich kleine Grasformen in die noch nasse Farbe. Auch die Spiegelung der Gräser kann ich so ins Wasser hineinziehen. Eine kleine helle Uferkante ziehe ich aus der Fläche und ein wenig dunkle Farbe mit den Fingern nach unten. Später werde ich diese Spiegelung noch farblich intensivieren, aber ich denke, eine ganz gute Grundlage ist jetzt gelegt. Für den vorderen Bereich versuche ich die Farbmischung noch einmal zu intensivieren. Jetzt kommt auch Sienna gebrannt mit in die Grünmischung hinein. Ich versuche mit tänzerischen Bewegungen locker über das Papier zu gehen, um die Gräser im Vordergrund anzudeuten. Hier arbeite ich simultan mal mit der Pinselspitze und mal mit dem gesamten Pinselbauch.
Und auch hier kratze ich wieder mit dem Palettmesser. Man könnte auch mit dem Fingernagel kratzen oder eine abgeschnittene alte Kreditkarte benutzen. Das funktioniert genauso gut. Nun setze ich im hinteren Uferbereich einen zarten violetten Schatten für die Spiegelung. Auch hier ziehe ich ab und an mit den Fingern wieder ein wenig Farbe senkrecht nach unten. Ein paar ganz kleine, zarte Äste für die Bäume im Nebel möchte ich hier im Hintergrund noch einfügen. Vielleicht ist aber auch weniger mehr, sodass die Baumformen wirklich ganz weich im Nebel verschwinden. Ganz zum Schluss setze ich jetzt noch ein paar gelbe Spritzer in den Vordergrund. So, das war's für heute. Ich hoffe, mein kleines Motiv hat euch gefallen und wir freuen uns natürlich wieder über Kommentare, Anregungen oder Likes unter dem Video. Besucht mich ruhig einmal auf meiner Website www.deaquarellwerkstatt.de, um vielleicht zu schauen, wohin die nächste Malreise gehen kann. Ich würde mich freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.